Meine Mutter Juliana wurde in Bulgarien, in der Hauptstadt Sofia geboren. Ihr Vater stammte aus Bulgarien, ihre Großmutter mütterlicherseits aus der Tschechoslowakei. Juliana wuchs in Bulgarien auf und besuchte dort eine deutsche Schule. Sie war bereits 16 Jahre alt, als ihre Schwester geboren wurde. Ihr Vater war Offizier im Dienste des bulgarischen Königreichs, ihre Mutter Lehrerin und stammte aus einer adeligen Familie. Mit 19 Jahren entschied sich Juliana, nach Prag zu gehen, um dort zu studieren, ohne ein Wort Tschechisch zu sprechen. Sie wurde an der Filmhochschule in Prag aufgenommen und schloss ihr Studium im Fach Regie erfolgreich ab. Es folgte eine Zeit voller Kreativität, Herausforderungen, neuer Erlebnisse und Bildung. Damals steckte die Filmhochschule noch in ihren Anfängen. Meinen Vater Wladimir, der bereits Kameramann war, lernte sie bei einer Dreharbeit kennen. Juliana und Wladimir heirateten. Und schon bald wurde sie schwanger. 1950 wurde mein Bruder Alexander geboren. Vier Jahre später kam ich, Olina, zur Welt. Juliana gab als Mutter und Regisseurin in einem damals kommunistischen Land alles, um ihre Familie glücklich zu machen. Zwischen der Tschechoslowakei und Bulgarien spannt sich das Band von 4 Generationen. Jeden Sommer reist die junge Familie zu Julianas Eltern nach Sofia. Ihr Vater Alexander liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und mit seinen lebhaften Erzählungen alle zu fesseln. Danach verbringt die Familie ihre Ferien am Schwarzen Meer, wo Sonne, Meer und Erinnerungen zu einer vertrauten Sommertradition werden. Nach 12 Jahren gemeinsamen Lebens mit Wladimir verliebte sich Juliana in einen anderen Mann. Sie ließ sich von Wladimir scheiden und heiratete Jaroslav Utikal, den alle Mischa nannten. Zusammen mit Mischa, der ebenfalls Kameramann war, drehten sie zahlreiche Filme für das tschechische Fernsehen. Mittlerweile war Juliana in gleich 3 Berufen tätig. Als Regisseurin verwirklichte sie eigene Filmprojekte, als Cutterin arbeitete sie an zahlreichen Produktionen mit, und als Dozentin an der Filmhochschule gab sie ihr Wissen über den Filmschnitt mit großer Leidenschaft an ihre Studierenden weiter. Ihre bekannteste Sendung war 120 Stunden ohne Schlaf. Eine ganze Woche lang täglich live ausgestrahlt. Studenten nahmen teil, um zu erforschen, wie lange der Mensch ohne Schlaf auskommt. Dann kam 1968 der Bruch. Die Russen besetzten die Tschechoslowakei. Die ganze Familie befand sich gerade im Urlaub in Italien. Angesichts der ungewissen Zukunft beschlossen sie, nicht zurückzukehren. Stattdessen wagten sie den mutigen Schritt und ließen ihr bisheriges Leben hinter sich, um in Deutschland ein neues Zuhause zu finden. Da Juliana als einzige Deutsch sprach, fand sie schnell eine Anstellung als Cutterin beim ZDF. Ihren ersten Auftrag als Redakteurin erhielt sie für einen zweiteiligen Film über tschechische Emigranten. Es folgte eine Serie über den Vietnamkrieg. Eine Zeit lang übte sie beide Berufe gleichzeitig aus. Im Jahr 1974 wurde auf Gran Canaria Julianas erstes Enkelkind, Ricky, geboren. Im selben Jahr geben sich Olina und Fernando das Ja-Wort.
Auch Ljuljana's Sohn Sascha heiratet. Für ihn beginnt damit ein neues Kapitel im Leben. Ljuljana spürt, wie sich die Familie langsam in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Ricky ist 1 Jahr alt, als Olina und Fernando beschließen, nach Peru auszuwandern. Ljuljana besucht die junge Familie, und gemeinsam brechen sie auf zu den Ruinen von Machu Picchu. Dorthin, wo man die stille Kraft vergangener Zeiten noch spüren kann und die alte Kultur der Inkas bis heute lebendig ist. Wann immer es möglich ist, reisen Ljuljana und Mischa zu Olina und ihrer Familie. Einmal nach Teneriffa, ein anderes Mal nach Frankreich. Jede Begegnung ist wie ein kleines Fest des Wiedersehens. Die Großmutter genießt jeden Moment mit Ricky, der mit seiner kindlichen Unbeschwertheit Licht und Freude in ihr Leben bringt. Etwa in dieser Zeit entsteht auch eine innige Freundschaft mit dem Ehepaar Brösler, das ebenfalls aus Tschechien stammt. Jindra Brösler, ein Kollege von Mischa beim ZDF, und seine Frau werden bald zu treuen Gefährten. Ljuljana ist überglücklich, denn die ganze Familie versammelt sich am festlich gedeckten Tisch, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Sogar die Spanier, die inzwischen nach Katalonien gezogen sind mit Ljulianas neuem Enkel Reiko gekommen. Wolltest du lang? Ich wollte aber diese Zwischenzeit. Ich nehme ein Stückchen. Ricky verteilt voller Begeisterung die Geschenke, und sein Lachen erfüllt den Raum mit Freude und Wärme. Ein magischer Moment, der die Familie noch enger verbindet. In Katalonien, in Ampuria Brava, einem Ort, der von Kanälen durchzogen ist, entsteht ein neues Gemeinschaftsprojekt, das alle verbindet. Ljuljana, Olina, Fernando und Sascha erwerben gemeinsam ein Stück Land. Oder für 4 Millionen, das ist jetzt kein Unterschied. Nicht so großer Unterschied. Einen Ort für neue Ideen und ein anderes Leben. Gemeinsam beschließen sie, eine Bootsverleihfirma zu gründen. Olina und Fernando übernehmen die Leitung des Unternehmens, denn inzwischen leben sie in Katalonien, was dem Vorhaben zugutekommt. Ein Gebäude entsteht. Boote werden angeschafft. Schritt für Schritt nimmt das Projekt Gestalt an. Mit ihrem 60. Geburtstag beginnt für Ljuljana und Mischa ein neuer Lebensabschnitt. Beide verabschieden sich aus dem Berufsleben. Ist auch ein Ring von Mischa. Wie so oft versammelt sich die ganze Familie. Sogar Ljulianas Mutter reist aus Bulgarien an, um mitzufeiern. Auch Sohn Sascha und seine Frau Heidi sind da. Ebenso Olina mit ihrer Familie. Das Haus füllt sich mit Stimmen, Lachen und Erinnerungen. Der Schritt in die Rente wird für Ljuljana zu einem echten Wendepunkt. Statt einen Gang herunterzuschalten, blüht sie erst richtig auf. Von nun an engagiert sich Ljuljana intensiv im Punto-Unternehmen und findet darin eine neue, erfüllende Aufgabe. Der Fall der Berliner Mauer, der Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft und schließlich die Auflösung des Ostblocks im Jahr 1990. Ein welterschütternder Moment, der auch Ljuljana und Mischa eine neue Freiheit schenkt. Schon bald führt sie ihre erste Reise nach Bulgarien, wo Ljulianas Schwester Svetlana lebt. Was folgt, sind Jahre voller gemeinsamer Reisen, durch Länder, über Meere, rund um die Welt. Jahre, in denen sie entdecken, staunen und Erinnerungen sammeln, die sie ein Leben lang begleiten werden.
Das Geschäft in Spanien prosperiert und wächst, und für einige Jahre scheint alles in geordneten Bahnen zu laufen. Doch nach 5 anstrengenden Jahren trennen sich Olina und Fernando. Ein Wendepunkt, der vieles verändert. Olina zieht zurück nach Deutschland. Dort beginnt für sie ein neues Kapitel. Sie lernt Hansi kennen. Bald ist sie schwanger und bringt ihren Sohn Erik zur Welt, Julianas 3. Enkel. Inzwischen haben Juliana und Mischa ein Haus in Ampuria Brava erworben, das schnell zu ihrem zweiten Zuhause wird. Sie pendeln fortan zwischen Deutschland und Spanien. Auch wenn das Bootsverleihgeschäft längst der Vergangenheit gehört, bleibt Ampuria Brava für die Familie ein Ort voller Wärme und Erinnerungen, ein Platz, an den alle immer wieder gerne zurückkehren. Nochmal. In diesem Sommer feiern sie Eriks 2. Geburtstag. Und selbst Hansis Eltern sind gekommen, um diesen besonderen Moment mit ihnen zu teilen. Inzwischen haben auch Atka und Jindra eine Wohnung in Ampuria Brava ins Auge gefasst und pendeln regelmäßig mit. Auch Sascha geht einen neuen Weg. Nach der Trennung von Heidi begegnet er Ellen, und mit ihr und ihrem Sohn Luca zieht er zusammen. Das ist ja wie die Bremer Stadtmusikanten. Happy Birthday. 2 Jahre später kommt Saschas erster Sohn Lino zur Welt. Für Juliana ist das ein weiteres großes Glück. Sie wird zum 4. Mal Großmutter. Hey, gucken, Lino! Ampuria Brava bleibt für alle ein besonderer Ort, an dem sich die Familie gerne trifft und gemeinsame Zeit verbringt. Und auch Prag, wo Andrea, die Tochter von Julianas Schwester Svetlana, zu Hause ist, gehört weiterhin zu den festen Zielen ihrer Reisen. Ein vertrauter Ort im Herzen Europas, der sie immer wieder anzieht. Gutes zum Geburtstag, Erik. Das ist nur Aufhängen. Juliana erblickte im Dezember das Licht der Welt. Ihre Geburtstage werden liebevoll mit den Enkelkindern und der ganzen Familie gefeiert. Über das mit dem Messer. Und Gäste aus allen Richtungen sind stets willkommen. Dann denke ich, na gut, das ist ja schon was. Tochter Olina arbeitet mittlerweile als Cutterin beim SWR, während Sascha als Kameramann tätig ist. Faszinierend ist, wie sich die Familiengeschichte in der Welt des Filmemachens von Generation zu Generation wie ein lebendiger Faden weiterentfaltet. Die Enkelkinder nennen ihre Oma Babi. So sagt man Großmutter auf Tschechisch. Hallo Babi, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Und das war Weihnachten, und es war Schnee in Wiesbaden, es war fast einen halben Meter, oder zu mir kam es halt so vor wie ein halber Meter, weil ich halt noch klein war. Und das war eins der tollsten Weihnachten, die ich mich erinnern kann. Das war in Wiesbaden oben. Dann sind wir nicht mit dem Fernando weg, weil ihr ja irgendwie noch alles vorbereitet habt und so. Und da war die ganze Familie da. Ich muss 4 oder sowas gewesen sein. Da lebten wir noch in Castelló und wir waren in Ampuria Brava am Beach. Und ich bin rumgehüpft und war dann plötzlich irgendwann vor der Babi. Die ist über mich gefallen. Und ich habe 1000-mal Perdona Babi gerufen, weil es mir so leid getan hat. Du hast mir immer geholfen im Leben, immer wenn es Stress mit der Mama gab, warst du für mich da, hast versucht, das irgendwie zu regeln, hast mir in der Schule, warst immer stolz auf mich. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir, Babi, und viele weitere schöne Jahre mit dir. Liebe Babi, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.
Alle sind schon aufgeregt, denn heute feiert Juliana ihren 80. Geburtstag. Die kommen extra mit Geschmack. Nicht nur die Familie ist versammelt. Tak co, Maciczku? No, tak co? Auch ihre tschechischen und deutschen Freunde, die sie einst nach ihrer Ankunft in Deutschland auf ihrem neuen Lebensweg begleiteten, sind gekommen. Und am Schluss möchte ich mich auch bei meinem Mann bedanken, der 47 Jahre, fast ein halbes Jahrhundert mit mir ausgehalten hat. Danke. Juliane wird 80. Sie kann nichts dafür. Es wäre die Zeit, um abzutreten. Sollte man lieber jetzt öfter mal beten? Liebe Juliane, du hast nichts versäumt. Das Leben ist bunt in vielerlei Arten. Juli, bleib hier, der Himmel kann warten. Jeder von ihnen bringt ein Lächeln, eine Umarmung, eine Erinnerung mit. Gemeinsam sind sie hier, um Juliana zu feiern. Als Juliana 85 war, wollte sie mit Mischa in die Mundus-Residenz nach Mainz ziehen. Doch kurz bevor alles feststand, zog sich Mischa zurück. Juliana ging allein und die Beziehung zerbrach. Mischa blieb in Wiesbaden, gemeinsam mit ihrer Freundin Atka. Für Juliana begann eine schwere Zeit, denn sie hatte Atka nie als Konkurrentin gesehen. 5 Jahre lang herrschte völlige Funkstille. In dieser Zeit besuchte ich meine Mama oft, und wir kamen uns sehr nahe. Trotz allem bereute Juliana ihren Umzug ins Mundus keinen einzigen Tag. Juliana verbringt nun viel mehr Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern. Ob sie bei Sascha zu Besuch ist oder in Bulgarien ihre Freundinnen aus der ehemaligen Schulzeit trifft. Jede Begegnung erfüllt sie mit Wärme und Freude. Auch die Tage in Prag bei Andrea, der Tochter ihrer Schwester, bedeuten ihr viel. Dort fühlt sie sich stets willkommen und umsorgt. Besonders gerne feiert sie Geburtstage. Ich weiß es nicht. Im Kreis ihrer Kinder, umgeben von vertrauten Stimmen und liebevollen Gesten, spürt sie jedes Mal aufs Neue, wie reich ihr Leben geworden ist. Wo Sauerkraut? Ich bedanke mich, dass ihr so schön für mich vorbereitet habt. Eine besondere Freude ist für sie ihr Enkel Lino, der am Klavier spielt. Alles ist für meine Gesundheit und meine Schönheit. Erzähl mal. Auch Erik setzt sich dazu und lässt die Melodien weiterklingen. So wird das Fest, an dem Juliana ihren 85. Geburtstag feiert, zu einem wunderschönen Moment, begleitet von Musik und Liebe. In dieser besonderen Zeit sind meine Mama und ich uns sehr nahe gekommen. Gemeinsam fliegen wir nach Miami, von wo aus wir eine unvergessliche Kreuzfahrt durch die Karibik starten. Die aufregenden Erlebnisse auf dem Meer und die gemeinsame Zeit lassen uns den Alltag völlig vergessen. Wir genießen unsere gemeinsamen Momente und freuen uns über jede Erfahrung, die wir miteinander teilen. Ein weiteres Ziel unserer Reise ist Teneriffa, wo sich momentan mein Sohn Ricky aufhält. Zu dritt erkunden wir die Insel, entdecken ihre atemberaubenden Landschaften und genießen die Zeit miteinander in vollen Zügen.
Es ist schön zu sehen, wie sich unsere Familie auf dieser Reise noch enger zusammenfindet und jeder Moment zu etwas Besonderem wird. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ein neues Kapitel öffnet sich. Reiko, Olinas Sohn, heiratet Kati. Olina wird Großmutter, Juliana Urgroßmutter. Wir feiern Ionas ersten Geburtstag. 1,5 Jahre später wird Nelio geboren. 2 neue Leben, die das Familienband weiterweben. In der Familie ist sie nun die Älteste. Dennoch hält sie bis heute den Kontakt zu ihren deutschen Freunden, die der Familie in der Zeit der Auswanderung zur Seite standen. 3 Monate lang öffnete die Familie Büchner ihr Zuhause und nahm die 4-köpfige Familie bei sich auf. Im Jahr 2015 stirbt Atka. Mischa kommt daraufhin ebenfalls nach Mundus. Juliana und Mischa leben nun wieder Seite an Seite, jeder in seiner eigenen Wohnung, und doch fühlt sich Juliana in dieser Beziehung nicht ganz wohl. Innerlich spürt sie, dass ihr etwas fehlt. Dennoch verbringen sie viel Zeit miteinander und unternehmen vieles gemeinsam. Also ich bedanke mich herzlich, dass Sie alles reingekommen sind. Und dann wird Juliana 90 Jahre alt. Ein stolzes Alter. Sie liebt es, ihre Freude mit der ganzen Familie zu teilen und gemeinsam zu feiern. Der Anlass ist groß genug, dass auch die bulgarische und die tschechische Familie angereist sind. Alle Enkel sind ebenfalls da. Mundus bietet dafür den wunderschönen Raum. Und so wird dieser Tag zu einem besonderen Fest der ganzen Familie. Juliana und Mischa verbringen weiterhin viel Zeit miteinander. Gemeinsam mit ihren Enkelkindern, ihrer Tochter und ihrem Sohn füllt sich ihr Alltag wieder mit Leben. Doch Mischa braucht immer mehr Aufmerksamkeit. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Trotzdem halten sie an ihren gemeinsamen Gewohnheiten fest und gehen weiterhin zusammen essen. Kleine Ausflüge, die ihnen Kraft geben. Auch Juliana bleibt von Krankheit nicht verschont. Wegen starker Rückenschmerzen wird sie ins Krankenhaus eingeliefert. Dort infiziert sie sich, doch sie überlebt. In der Geriatrie kümmert man sich intensiv um sie. Schritt für Schritt findet sie ihre Kraft wieder und beginnt schließlich erneut zu laufen. Im Jahr 2019 ist Mischa, Julianas große Liebe, von uns gegangen. Und mit ihm ein Teil ihres Lebens. Zurück bleiben die Erinnerungen und der stille Mut, den Weg des Lebens allein weiterzugehen. Prag, die Stadt Julianas Jugend. Hier hat sie studiert, eine Familie gegründet und als Regisseurin für das tschechische Fernsehen gearbeitet. Gemeinsam mit ihrem sehr guten Kollegen, Herrn Kales, der viele Jahre Direktor des tschechischen Fernsehens war, besuchen wir die Filmhochschule Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prag, an der sie selbst viele Jahre unterrichtet hat. Als die Studenten erfahren, dass sie die Anfänge der FAMU miterlebt und mitgestaltet hat, werden sie neugierig. Sie möchten mehr über diese Zeit und ihre ersten Schritte im Film erfahren. So entsteht ein Interview, in dem sie von den ersten Filmen erzählt, von den Träumen jener Jahre und vom Beginn ihres Weges. Julianas großer Wunsch war es, einmal eine Karikatur von sich anfertigen zu lassen, so wie auch ihr Vater und ihre Mutter einst eine besaßen. Mainz ist die wohl bekannteste Stadt Deutschlands für den Fasching. Zu diesem besonderen Anlass reist auch Reiko mit seiner Familie an. Möchtest du diese Kette oder diese Kette? Wie so oft beginnt alles mit einem Besuch bei Barbie.
Von der Mundus-Residenz aus lässt sich der bunte Umzug wunderbar beobachten. Ja! Sehr gut. Juliana ist noch immer mit ihrem E-Scooter unterwegs. Ein Stück Unabhängigkeit, das ihr sehr am Herzen liegt. Iona liebt es, dabei mitzufahren und Teil dieses kleinen Abenteuers zu sein. Anschließend gehen wir ganz in der Nähe thailändisch essen. Ein ruhiger Ausklang nach einem Tag voller Eindrücke und lebendiger Momente. Universal access to vaccination, treatment and diagnostics. Equitable access to new COVID diagnostics. Und dann kam das Jahr 2020, Covid. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, dass sich alle impfen lassen sollten. Eine Welle der Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus breitete sich über den gesamten Globus aus. Juliana lebt weiterhin in Mundus. Man sagte, besonders die Älteren seien gefährdet. Und so blieb im Mundus kaum jemand unberührt von der Entscheidung, sich impfen zu lassen. Eine Zeit lang dürften die Bewohner die Residenz nicht verlassen. Für Juliana war das kaum zu ertragen. Endlich darf man wieder hinaus. Wann immer Olina nach Mainz zurückkehrt, besucht sie ihre Mutter regelmäßig und kümmert sich liebevoll um sie. Ihren 93. Geburtstag feiert sie im Kreis ihrer Enkel, geborgen und voller Wärme, bei Olina zu Hause. Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, fahren wir gemeinsam nach Wiesbaden, die Stadt, in der Juliana den größten Teil ihres Lebens verbracht hat. Auch die Enkel Erik, Riki und Lino besuchen sie in den letzten Jahren regelmäßig und verbringen wertvolle Zeit mit ihrer geliebten Babi. Auch im hohen Alter beherrscht Juliana die neueste Technik und telefoniert mit ihrem Handy rund um die Welt. Mit 96 Jahren stürzt sie in ihrer Wohnung im Mundus und bricht sich den Oberschenkel. Juliana wird ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der Operation erholt sie sich nur mühsam. Sie versucht zu üben und wieder zu gehen, doch die Kraft lässt nach. Am 1. Dezember 2024 ist unsere geliebte Mutter und Babi von uns gegangen. Zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung ist sie friedlich eingeschlafen, mit einem sanften Lächeln auf ihrem Gesicht. Als hätte sie sich still auf den Weg gemacht, getragen von all den Erinnerungen und der Liebe, die sie hinterlässt.